endlich hat es geklappt. Irgendwie gab es so ein paar technische Störungen bei der ganzen Livestream-Sache. Okay, passt alles. Mikro ist an, Kamera ist an. Okay, dann kann es eigentlich losgehen. Um was geht's? Um meine Nomads-Reihe. Die wird nämlich jetzt weiter fortgesetzt mit hier ist die Kamera, mit Band 14. Und Band 14, aus Band 14 lese ich jetzt eine Passage vor, ein ganzes Kapitel. Da geht es um ein Treffen zwischen einem Abgesandten der irdischen Flotte, das heißt, die Flotte der Erde existiert eigentlich nicht mehr. Es geht hier um einen Admiral, der eigene Wege gegangen ist und der jetzt seine Delegation zu den Venters schickt. Das sind sein Verbrecherkonglomerat. Ja, und er hat da eine Delegation geschickt, die ist recht bunt, besteht aus seinen Offizieren und einer Kämpferin namens Alina Morris. Die ist eigentlich eher ein Pirat. Naja, eigentlich nicht richtig. Sie ist Freibeuter, war im Auftrag der Regierung unterwegs und durfte quasi freie Beute machen. Jetzt trifft sie auf diese Venter und naja, schauen wir mal, was passiert. Okay, ein bisschen besser einrichten. Okay. Alina Morris hasste es, jemandem zu assistieren, besonders wenn es sich dabei um Perk handelte. Immerhin durfte sie den Katana benutzen, um Perk zu den Venters zu bringen. Der Katana, der den Namen Venom trug, befand sich seit einigen Jahren in ihrem Besitz. Die kleine eingespielte Mannschaft hatte sich und dem Schiff in zahlreichen Missionen unter Blakes Kommando einen legendären Ruf verschafft. Ein Ruf, der auch unter den Ventern die Runde gemacht haben durfte, die schon mit Venom Bekanntschaft geschlossen hatten. Alina sah ein, dass dies zwar ein Grund war, warum Blake sie bei den Gesprächen mit dem Konglomerat aus Gaunern dabei haben wollte, doch das war bei weitem nicht ausreichend, um einen Erfolg des Treffens zu garantieren. Natürlich verlangte diese Begegnung diplomatisches Geschick und Feingefühl. Dinge, für die Alina kein Talent besaß, Perk aber umso mehr. Immerhin würde sie auf absehbare Zeit nicht arbeitslos werden, denn ganz offensichtlich wurden neben der Diplomatie auch Krieger benötigt, die den Unterhändlern genügend Respekt verschafften. Jemand sagte mal, Diplomatie sei die Kunst, einem mit dem Bajonett Butter aufs Brot zu streichen. Alina liebte es, das Bajonett zu sein. Von ihr aus hätte das ewig so weitergehen können. Allerdings schien Blake immer seltener auf die Butter verzichten zu können. War es das, was der Admiral damit gemeint hatte, sie würden alle neues Kampfgebiet betreten? Die Politik? Sie verabscheute den Gedanken schon jetzt. Besonders die Vorstellung, den Ventern mit Diplomatie statt mit Gewalt zu begegnen, stieß sie ab. Ein guter, ehrlicher Kampf, bei denen ein paar Piraten, Plünderer, Schmuggler und ähnlicher Abschaum zur Hölle geschickt wurden, war ihr um einiges lieber, als sich am Sorry, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ja, ist ein bisschen schwierig. Nochmal, ein guter, ehrlicher Kampf, bei dem ein paar Piraten, Plünderer, Schmuggler und ähnlicher Abschaum zur Hölle geschickt wurden, war ihr um einiges lieber, als sich am Verhandlungstisch zu verbiegen. Immerhin war Roslin mit von der Partie. Der einzige Offizier in Perks Truppe, der das Denken und seine geflissentliche Schroffheit nicht gänzlich abgelegt hatte. Er gehörte zu den wenigen in Blakes neuer Gefolgschaft, die Alena den Rücken stärkten, wenn es darauf ankam. Manchmal befürchtete sie, Blake könne die ganze Flotte, die er aufgebaut hatte, in einen Debattierclub umwandeln, in dem man Freund und Feind mit Samthandschuhen anfasste, um die Stimmung nicht zu verderben. Alina genoss die relative Enge der Kanzel des Katana. Hier in ihrem Sitz, zwischen blinkenden Konsolen und leuchtenden Bildschirmen, war sie Pilot und Captain zugleich. Herrscherin über ein waffenstarrendes Monster aus Verostahl und Semiplast. Vor ihr nur die Waffenoffiziere und sie alle umgeben von reinstem Kristallglas, das den Eindruck vermittelte, direkt im All zu sitzen, wären da nicht die spiegelnden Reflexe unzähliger Lämpchen und Anzeigen auf der Oberfläche. Unzähliger Lämpchen und deren oder das muss ich noch ändern. Wie gesagt, auch es ist Works in Progress und wie gesagt, ihr merkt vielleicht, dass ich noch ziemlich raue Stimme habe. Kommt vielleicht ganz gut, wenn man mit einer rauen Stimme spricht. Okay, also bei dieser Rubrik Works in Progress geht es ja auch darum, ich will zeigen, dass die Texte, die ich da habe, noch roh sind und noch einigen Schliff benötigen. Dann könnt ihr euch mal ein Bild machen, was so ein Lektor alles leisten kann, denn ich werde diese Passage nochmal vorlesen, wenn sie fertig ist. Okay, nochmal weiter. Direkt voraus hing die Arach in der Schwärze des Weltraums, das Kommandoschiff der Venter.
Ein uralter, hässlicher, rostroter, gepanzerter Pott, der augenscheinlich schon viel eingesteckt hatte und noch immer funktionstüchtig war. Um ihn herum 10 kleine Begleitschiffe, die in Alenas Richtung starrten. Insgeheim hoffte sie, dass sich dort jemand unter der Besatzung befand, der schwache Nerven hatte, Rachegefühle hegte und eine niedrige Hemmschwelle besaß. Aber alles blieb ruhig und die Annäherung an die Arach versprach, ohne Zwischenfälle zu verlaufen. Das ist auch so eine Sache. Als Sprecher lernt man eigentlich diese Mundbewegungen zu machen, bevor man sich hier hinsetzt. Ich werde das nächste Mal machen. Aber ja, habe ich vergessen. Mache ich das nächste Mal. Okay. Alina warf einen Blick auf den Monitor, der ihr zeigte, dass Perks Flotte aus 5 kleinen, aber sehr stark bewaffneten Kanonenbooten bestand, die 2 Slayer flankierten. Gewiss ein Statement und ein Signal der Stärke, die Blakes Flotte durch diese Schiffe besaß. Die Slayer waren bereits als Akato-Killer bekannt. Dank seiner Diplomatie, so viel musste Alina zugeben, produzierten Blakes Werften die Dinger bereits in größerer Stückzahl. Das Problem bestand darin, sie in der nächsten Zeit mit ausreichend Besatzung zu füllen. Ausbildung und Training verschlangen ebenfalls Zeit. Bis zum Eintreffen einer Akato-Flotte, die gewiss auftauchen würde, um Rache zu nehmen, blieb nicht viel Gelegenheit, sich zu formieren. Bis dahin sollten die Bajonette für eine schnelle, druckvolle und erfolgreiche Diplomatie zahlreich sein, um so viele Parteien wie möglich auf Blakes Seite zu ziehen und mit ihm Soldaten und Material. Perk meldete sich über einen Lautsprecher. »Ich wäre bereit, wenn Sie bitte zu mir kommen würden.« Die bornierte Höflichkeit des Kommandanten ging Alina auf die Nerven. »Gewiss doch, ich bin schon auf dem Weg.« Sie befahl einem Offizier, auf die Brücke zu kommen, der wenig später eintraf und ihren Platz einnahm. Alina zog es vor, ihren Kampfanzug anzubehalten, wenn sie Perk begleitete, der vorgeschlagen hatte, etwas Würdevolleres zu tragen. Alina hatte darüber nur die Nase gerümpft. Die Butter sollte in der Gesellschaft einer gut erkennbaren Klinge bleiben, das war ihre Einstellung, besonders wenn man es mit Verbrechern zu tun hatte. Perk, Roslin und ein paar andere Offiziere warteten bereits vor einem Gleiter. Immerhin strahlte dieser mit seiner starken Bewaffnung und Panzerung eine gewisse Aggression aus. Wie eine zornige Hornisse hockte er auf seinen Landebeinen bereit, die Passagiere an Bord zu nehmen. Als das geschehen war, flog er ab. 4 andere Gleiter schlossen sich ihm an. In einer Dreiecksformation näherten sie sich dem Hangar der Arach, die ihnen die Breitseite zuwandte. Große Panzerplatten schoben sich am Rumpf der Arach zur Seite und gaben den Weg ins Innere frei. Sie passierten ein flimmerndes Energiefeld, das die Schiffsatmosphäre am Entweichen hinderte. Der Gleiter setzte auf. Danach stieg Alina zusammen mit Perk und den anderen Offizieren aus. Erwartet wurden sie von einer Phalanx verwegen aussehender Venter, die Alina an Piraten aus einem alten Bilderbuch erinnerte. Sie trugen aus verschiedenen Teilen zusammengefügte Kampfanzüge, die sich durch eine eigenwillige farbliche Gestaltung auszeichneten. Dazu kam eine Fülle an Schmuck, mehr oder weniger wertvoll, dafür aber schillernd und glänzend. Ich habe gesehen, Keystroke ist da. Danke. Kannst mir ein Like geben. Die Frau, wenn es dir gefällt, natürlich, ich will da hier niemanden bestechen. Oder niemanden zu etwas zwingen. Könnte ich auch gar nicht, wie auch. Okay, eine Frau, die sich im Zentrum der bunten Schar befand, fiel besonders auf. Sie trug ein einfaches, dunkelrotes Kleid und einen schwarzen Umhang. Hier und da blinkten goldene Ornamente an den Säumen des Kleides und des Umhangs. Weiter zog ein einfaches goldenes Diadem die Aufmerksamkeit auf sich, indem ein einzelner großer Edelstein funkelte. »Sie müssen Captain Perk sein«, begann sie und nickte zur Begrüßung. Perk schien ebenso überrascht wie Alina, die beide einen Mann namens Seaman Kovac erwartet hatten, mit dem sie bisher geredet hatten. »Das ist richtig«, antwortete Perk ein wenig irritiert. »Ich hatte bisher mit einem gewissen Seaman Kovac zu tun. Ist er nicht hier?« »Er ist beschäftigt«, antwortete die Frau. »Ich habe viele Aufgaben für ihn.« »Und mit wem spreche ich gerade?« »Olena Sirinovskaja, ich bin Overlord.« Perk nickte. Irgendwie schien er nicht überrascht. »Dann wollen wir keine Zeit verlieren.« »Ich hoffe doch, dass wir keine hastigen Entscheidungen treffen«, meinte Overlord. »Gewiss nicht«, gab Perk zurück. Alina hoffte, dass die Gespräche nicht zu lange dauern würden. Insofern stand sie auf Perks Seite. Was gäbe es denn überhaupt zu besprechen? Entweder die Venter schlossen sich Blake in dem Versuch an, eine schlagkräftige Flotte aufzubauen, ehe die Akato eintrafen, oder sie würden von den Pferdeköpfen ausgelöscht. So einfach war die Sache und sie sollte schnell geklärt sein. Sirinovskaja machte eine einladende Geste, woraufhin sich die Menge von Menschen hinter ihr teilte und den Weg ins Innere der Arach freimachte.
Overlord ging voraus und führte Blakes Delegation in einen großen Raum, der offenbar für Verhandlungen und Gespräche gedacht war. Ein großer runder Tisch nahm den Hauptteil des Blickfeldes ein. Drumherum eine Ansammlung von Sesseln. In jenem mit der großen Rückenlehne nahm Sirinowskaja Platz. Perk, Roslin und Alena wurden von einem Mann angewiesen, ihr gegenüber die Sitze einzunehmen. Sorry nochmal, wie gesagt, meine komische Erkältung macht mir echt zu schaffen beim Lesen. Weiter im Text. Daraufhin setzten sich auch Overlords Offiziere zu ihrer Rechten und Linken. Der Rest der Gruppe musste stehen. Perks Soldaten gruppierten sich hinter ihm. Alena bemerkte, wie unwohl sie sich fühlten. Sie konnte ihnen nachempfinden, der Raum kam ihr wie eine Mausefalle vor. Also, begann Overlord, was haben Sie zu bieten? Perk antwortete nicht sofort, wie Alena bemerkte. So wie es wirkte, fühlte er sich von Overlords Einleitung brüskiert. Auch Alena empfand ähnlich. Sie waren nicht als Handlungsreisende gekommen, die ein Sortiment von Haushaltswaren aus dem Koffer holten. Es ging nicht um etwas, das man annehmen oder ablehnen könnte. Alena fühlte sich gedrängt, eine Antwort zu geben, aber Perk hatte sich schon wieder gefangen. Wir bieten eine Zukunft, sagte er. Ohne uns kein Überleben. Wegen Ihrer Dummheit sollen wir nun die Bedingungen annehmen. Ihre Bedingungen, meldete sich ein Mann mit zerzaustem roten Bart zu Wort. Olena Sirinowskaja hob die Hand. Ich rede, zischte sie, sonst niemand. Perk ergriff wieder das Wort. Sie sollten sich für einen entscheidenden Kampf rüsten. Und es geht nicht um Bedingungen, die wir stellen, sondern um den einzigen Weg, das Überleben der Menschheit zu sichern. Wir sind im Besitz der einzig wirksamen Waffe gegen die Akato. Es liegt also an euch, ob ihr sie haben wollt oder nicht. Aber zu euren Bedingungen, bekräftigte Overlord. Erstens, meinte Perk, wir verschachern die Slayer nicht. Und zweitens, Bedingungen werden von Siegern an die Besiegten gestellt. Wir hingegen wollen ein Abkommen und Verträge. Bedingungen, Verträge, Abkommen. Alena ekelten die Begriffe an, die in ihren Augen alle ein und dasselbe bedeuteten. Oder ging es tatsächlich nur um die Färbung von Worten, damit das Gegenüber sie leichter akzeptierte? Sie hatte die Venter nicht für so sensibel gehalten. Blake ist bereit, euch die Slayer zu überlassen, erklärte Perk, wenn ein Vertrag zustande kommt. Eine Offenbarung, die sowohl Alena wie auch Roslin überraschte, der in seinem Sessel zu versteinern schien. Ob das gerade auf Perks Mist gewachsen war und er im Moment seine Kompetenzen überschritt, konnte Alena nur vermuten. Aber inzwischen traute sie auch Blake derartig verrückte Schritte zu. Ob es sich dabei um Kalkül oder die blanke Verzweiflung handelte, konnte sie nicht sagen. Jedenfalls begannen die Venter unter sich zu diskutieren. Ob sie einen solchen Schritt für möglich gehalten oder sogar damit gerechnet hatten? Wir lassen die Techniker an Bord, erklärte Perk. Die Mannschaft stellen Sie. Overlord sah skeptisch aus. Denken Sie nicht, dass es dabei zu Konflikten kommt? Sie werden Ihre Leute instruieren, diese zu vermeiden. Wie stellen Sie sich das vor? Ich habe keine Ahnung, es ist das erste Mal, dass ich mich auf so etwas einlasse. Ich traue keinen Fremden, sagte der Rotbärtige. Ich auch nicht, bestätigte Overlord. Welche Sicherheit habe ich, dass Ihre Techniker meinen Leuten gehorchen? Keine, gab Perk zu, und gehorchen ist möglicherweise nicht das richtige Wort. Zusammenarbeit wäre korrekter. Der Bärtige lachte. Ja, das ist ja ganz was Neues. Richtig, stimmte Perk zu. Wie heißen Sie überhaupt? Balin Tok, antwortete der Mann. Sie haben recht, Balin Tok, etwas Neues, und ich kann nicht garantieren, dass wir erfolgreich sind, weder was unsere Zusammenarbeit angeht, noch was den Kampf gegen die Akato betrifft. Overlord legte die Hände auf der Tischplatte übereinander. Ich denke nicht, dass dieses Arrangement alles ist, was Sie mit diesem Treffen hier erreichen wollen. Es geht um weitaus mehr, gab Perk zu. Was wir benötigen, sind Ressourcen, sowohl was Menschen, Material und Finanzen angeht. Es gilt, eine Streitmacht aufzubauen, die es mit allen Bedrohungen aufnehmen kann, die von innerhalb der Galaxis kommen mögen. Ein gewaltiges Unterfangen. Ja, aber es ist notwendig. Ob die reine Notwendigkeit ein ausreichender Aspekt für die Venter war, wagte Alena zu bezweifeln. Diese Menschen waren es gewohnt, in Unsicherheit zu leben, den Tod ständig vor Augen. Stellen Sie sich vor, welche Reichtümer auf uns warten, fuhr Perk fort. Wenn wir es schaffen, ein Faktor für die Zivilisationen der Galaxis zu werden, werden sich viele Augen auf uns richten. Nicht nur feindliche. Im Gegenteil, man wird uns mit Respekt begegnen. Diesen Aspekt hatte Alena nicht in Betracht gezogen. Perk traf offenbar den Nerv der Venter, die einander Blicke zuwarfen und zu diskutieren begannen.
Wir haben eine Waffe der Akato erbeutet, fuhr Perk fort. Die Möglichkeit, an einen Antrieb zu kommen, steigen, wenn sie wieder hier auftauchen und wir ihnen eins auf die Nase geben können. Dann stehen uns sämtliche Tore zum Inneren der Galaxis offen, vorausgesetzt wir kommen heute zu einer Übereinkunft. Ein erster Schritt in die richtige Richtung. Overlord beobachtete die Unruhe, die unter ihren Leuten um sich griff. Unruhe, die von großen Erwartungen und Gier genährt wurde. Sie warf Perk einen langen Blick zu und nickte. Dann hob sie die Hand und Schweigen kehrte ein. Ich glaube, wir können zu einer Übereinkunft kommen, begann Olena Sirinovskaja erneut. Natürlich muss ich erst sicher sein, dass wir nicht zur Rechenschaft gezogen werden, sollten wir Blake helfen, die Macht zu übernehmen. Alena bemerkte, dass Perk die Formulierung überhaupt nicht gefiel. Blake wird sich allen gegenüber erkenntlich zeigen, schaltete sich Alena endlich in das Gespräch ein. Er wird sich erkenntlich zeigen gegenüber allen, die ihm dabei behilflich waren. Und wer sind Sie, dass Sie so sicher sind? Ich bin Alina Morris und ich bin an Blakes Seite, seit er die Heimatflotte verließ und eigene Wege ging. Overlord musterte Alena eingehend. Ihnen gehört die Venom, richtig? Ja. Dabei ging ein Raunen durch die Reihen, das Alena mit Wohlwollen und Stolz aufnahm, auch wenn es für die Verhandlungen abträglich sein konnte. Sie könnten unter uns einen hohen Rang einnehmen, sagte Olena Sirinovskaja. Wollen Sie mich abwerben? Unsere Tore sind immer offen für fähige Leute und wir sind nicht nachtragend. Unserer Denkweise liegt eine pragmatische Philosophie zugrunde, an der Nietzsche seine Freude haben würde. Alena wusste nicht, wovon die Frau sprach. Das heißt, wer am Leben ist, ist nützlich. Wer nicht mehr unter uns weilt, hat seinen Zweck erfüllt und macht Platz für andere. Es gibt keinen Grund für Rache, nur für Möglichkeiten. Alena gefielen nüchterne Philosophien nicht. Emotionen und Leidenschaften gehörten zum Leben. Abgesehen von Baylan Tok kamen ihr die Venter wie kühle Kaufleute vor, denen das Geschäft über alles ging. Vorausgesetzt, Olenas Leute sahen das alle so. Dann wären die Venter eine Art Kirche, aber nach Alenas Erfahrungen strotzten religiöse Gemeinschaften von Heuchelei, Häresie und Abtrünnigkeit. Sie misstraute, weil das passt nicht. Sie misstraute den Ventern. Wir werden jetzt beraten, teilte Overlord Blakes Delegation mit. Wenn Sie bitte so lange an Bord Ihre Schiffe zurückkehren würden? Kleine Pause. Während eine Abteilung von Ventern Perk und seine Truppe zurück zu den Schiffen brachte, spürte Alena, wie Perk mit seiner Beherrschung kämpfte. Zurück im Schiff entlud sich sein Zorn über Alena. Was haben Sie sich da erlaubt? Fuhr er sie an. Alena lächelte kühl. Wie schön, ein Anflug von Wut. Sie haben vielleicht alles verdorben. Oder alles gerettet. Anmaßung steht Ihnen gut. Alena fragte sich, ob Perk wirklich so dumm sein konnte oder blendet ihn sein dämlicher Idealismus. Overlord hat die Situation gut erkannt. Besser als Sie in jedem Fall, meinte Alena. Was meinen Sie damit? Sind Sie tatsächlich so naiv oder hängen Sie so sehr an Ihrer Vergangenheit? An einer Zeit, die nicht mehr existiert, seit Kaimon und Akato unsere Welt auf den Kopf gestellt haben? Als die Machtlosigkeit unserer Flotte offensichtlich wurde, musste unsere Zivilisation verfallen. Und Sie glauben, Blake will das Vakuum füllen? Vielleicht haben Sie es nicht begriffen. Ich bin dazwischen gegangen, weil Sie gerade im Begriff waren, Blake zum Zwerg zu machen. Zum Befehlsempfänger, eine Institution, die schon lange nicht mehr existiert. Sie waren dabei, alles zu verderben. Wir sind jetzt diejenigen, die die Macht haben. Blake wird und muss zum Boss des Sonnensystems werden. Und sonst hat keines seiner Versprechen auch nur den geringsten Wert für die Venter. Erst jetzt schien Perk die volle Tragweite der Entwicklung zu erfassen. Soweit ist es noch nicht. Es muss so weit kommen, sagte Alena. Und es ist gut so, dass wir es sind, die den größten Knüppel haben und nicht die anderen. Okay, das wäre jetzt ein Kapitel gewesen, eines der neueren Kapitel aus Nomads, Ausgabe 14. Kommt dann hoffentlich zu Weihnachten raus. Ja, der Text ist wie gesagt noch nicht fertig. Ich habe auch jetzt schon bemerkt, da müssen noch einige Änderungen rein. Und ich habe einen guten Lektor, der wird dann nochmal drüber gehen. Dann wird der Text noch ein bisschen anwachsen. Ich habe so die Gewohnheit, den Text ein bisschen zu kurz zu halten. Ja gut, das ist die Krankheit bei jedem Autor. Man weiß ja, wo es lang geht und man erklärt dann nicht viel. Aber für einen Leser erschließt sich das ein oder andere nicht. Also ich rechne damit, dass, wenn es vom Lektorat zurückkommt, dass hier und da noch ein paar Punkte eingefügt werden müssen. Aber soweit, denke ich, ist es ganz gelungen. Das ist natürlich nur meine Meinung. Ich bin auf konstruktiven Rat von euch gespannt. Ja, dann würde ich sagen, dann beende ich diesen Livestream. Ich lese das Ganze noch mal auf Instagram jetzt dann gleich nochmal vor.
Dieser Livestream wird dann, glaube ich, auch bei YouTube schön eingeordnet werden unter die Rubrik Works in Progress. Ja, und damit wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal, euer AJ.